Im Germanischen Nationalmuseum befinden sich mehrere solche Objekte, die diese vergessene Komplexität an der jüdischen Geschichte erzählen. Ein Beispiel ist der Grabstein von Jockel. Er war Mitte des 15. Jahrhunderts als Geldhandler in Nürnberg tätig. 1499, als die Juden aus Nürnberg vertrieben wurden, hat die Stadt Nürnberg diesen Grabstein entfernt und als Baumaterial benutzt. Der Pentateuch des Nürnberger Rates ist eine Handschrift aus dem 13. Jahrhundert und es enthält 5 Bücher Moses. Er wurde in der Ratsbibliothek aufbewahrt und diente Juden vor dem Staatsgericht den Eid zu leisten, wenn es nötig war, zum Beispiel wenn sie das Bürgerrecht erhalten haben. Ein Zettel mit der ursprünglichen Judeneidformel auf der deutschen Sprache ist immer noch in der Pentateuch zu finden. Vor allem im Spätmittelalter waren Juden in Nürnberg in wirtschaftlichen und rechtlichen Leben stark eingebunden, zum Beispiel bei Geldverleih, im Handel und bei Dienstleistungen. Sie wurden gewissermaßen in das städtische System integriert, aber wurden auch immer wieder Ziel von Diskriminierung und Vertreibung. Was den Pentateuch besonders kostbar macht, ist sein Einband. Er wurde 1468 vom jüdischen Buchbinder und Künstler Meir Jaffe angefertigt. Meir Jaffe aus Ulm reiste Mitte des 15. Jahrhunderts durch ganz Süddeutschland und arbeitete für wohlhabende Auftraggeber, sowohl Christen als auch Juden, und hat 2-mal Nürnberg besucht. 1468 wurde er vom Nürnberger Stadtrat beauftragt, Bücher in der Ratsbibliothek zu binden, darunter auch diesen Pentateuch. Jaffe gehörte zu einer Generation jüdischer Handwerker, die hochmobil waren und in verschiedenen Städten wie Nürnberg, Zürich, Venedig tätig waren. Der Einband besteht aus feinem Leder, der kunstvoll verziert wurde, mit einer Technik, die aus Spanien und Portugal im 14. und 15. Jahrhundert durch jüdische Künstler importiert wurde. Auf dem vorderen Buchdeckel sieht man das Stadtwappen Nürnberg, eingerahmt von einer hebräischen Inschrift. Der Pentateuch des Nürnberger Rates, lang lebe Meir Jaffe, der Gestalter. Diese Kombination aus einem hebräischen Text, dem christlichen Stadtwappen und die eleganten Renaissanceverzierungen machen diesen Objekt zu einem einzigartigen Zeugnis für die Verflechtungen zwischen Juden und Christen in Nürnberg im Mittelalter. Der Pentateuch als bedeutendes Zeugnis des jüdischen Lebens im Mittelalter wird heute in der Bayerischen Staatsbibliothek in München verwahrt. Dieses Objekt zeigt uns eine weniger bekannte Seite des jüdischen Lebens. Oft wird die jüdische Geschichte aus der Perspektive der christlichen Mehrheitsgesellschaft erzählt, mit Fokus auf Gewalt und Vertreibung. Aber dieser Pentateuch hilft uns nicht nur an die Verfolgung, sondern auch an das reiche kulturelle Leben jüdischer Gemeinden zu erinnern. Die jüdische Gemeinde damals war ein Zentrum für Gelehrte, Handwerker und Händler. Trotz vieler Einschränkungen waren Juden im städtischen Leben präsent. In der Wirtschaft, im Gerichtswesen und sogar in künstlerischen Netzwerken, wie Meir Jaffe und sein Einband belegen. Im Germanischen Nationalmuseum befinden sich mehrere solche Objekte, die diese vergessene Komplexität an der jüdischen Geschichte erzählen. Wir sollten nicht vergessen, dass Juden ein Bestandteil der Stadtgeschichte waren und trotzdem immer wieder in alle Bereiche beschränkt wurden.